Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück in unserer Spider-Farmer Hydroponic Grow Serie. Ja Leute, ich hoffe, ihr habt die letzten 2-3 Wochen gut überstanden. Ich gebe euch jetzt mal hier einen kurzen Rundown, was wir in den letzten 2 Wochen gemacht haben, seit ihr das letzte Video gesehen habt. Wie euch aufgefallen ist, ist hier nur noch ein Pot drin. Ich habe also die zweite Pflanze leider entsorgen müssen, aufgrund der Tatsache, dass die einfach viel zu groß wurde. Und ich habe nicht nur die Pflanze getauscht, ich habe die Pflanze auch in ein anderes Zelt gesetzt. Die von euch, die seit Anfang an dabei sind, wissen, dass ich mit diesem Zelt meine erste Grow-Serie gemacht habe. Und der Grund, warum ich das Zelt genommen habe, ist, weil das Zelt nochmal 20 cm höher ist, wie das Mais Hydro-Zelt, was ich hier vorher drin hatte. Das war nämlich nur 1,60 hoch. Und auch hier oben haben wir noch ein paar Anpassungen vorgenommen. Ich habe den Filter aus dem Zelt rausgenommen. Der liegt jetzt oben auf dem Zelt drauf, wie man hier sehen kann. Wir haben jetzt hier also nochmal so ungefähr 20-25 cm mehr Höhe. Und auch die Aufhängung habe ich ein bisschen geändert, damit wir auch nochmal ein paar Zentimeter Höhe bekommen. Weil, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist unsere selbst gekreuzte Malawi Runs komplett explodiert in dem Hydroponiksystem. Und wenn wir hier mal einen Zollstock anhalten und uns mal angucken, wie weit die Pflanze entfernt ist, dann sehen wir sehr deutlich, dass wir in dem Bereich sind, wo Spider-Farmer sagt, maximal diese Höhe, sonst gibt es Verbrennungsprobleme. Und da ich in meinem anderen Grow auch schon Probleme mit Überhöhe habe, müssen wir hier heute Hand anlegen, Leute. Wir müssen hier jede Menge Blätter wieder rausnehmen. Die Nährlösung muss ausgetauscht werden. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir hier ein paar von den Zweigen einfach super croppen, dass wir wieder ein bisschen Abstand von der Lampe haben. Und am Ende des Videos will ich noch mal ein Experiment mit euch machen. Ich muss mir nämlich was überlegen für die nächste Woche, wo ich im Urlaub bin, wie ich meinen Hydroponik-Pot nachfülle. Weil da gehen zwar 18 Liter rein, aber die Pflanze trinkt das in 4 Tagen aus. Und deswegen habe ich mir eine Pumpe geholt. Und die Idee ist, dass ich mir hier draußen einen Eimer hinstelle. Da kommt Nährlösung rein. Und die Pumpe pumpt dann das Wasser in diesen Spider-Farmer-Pot. Und das Ganze mache ich mit der Grow Genius Steckdose, die Spider-Farmer mir zur Verfügung gestellt hat. Das ist eine smarte Steckdose. Die kann man programmieren, um diverse Geräte zu steuern. Zum Beispiel hier den Hydroponik-Pot oder die Lampe oder den Lüfter. Übrigens auch Fremdfabrikate, gar kein Problem. Und deswegen ist meine Idee, dass ich mir die Pumpe hier hinstelle, wie gesagt. Und dann jeden Tag die Pumpe für, ich denke, so 30 Sekunden laufen lasse, dass die dann hier einen Liter nachfüllt. Und dann wird sich das hoffentlich ausgehen, ne? Und das will ich heute mit euch nochmal ausprobieren, wie gut das funktioniert. Dann können wir uns auch gleich die Spider-Farmer App angucken. Und wir können uns natürlich auch mal anschauen, wie diese Grow Genius Steckdose funktioniert und wie man die genau mit der App programmieren kann. Also, let's go! So, als allererstes muss ich die Lady da jetzt erstmal rausholen. Sorry für das Wackeln, Leute, aber ich bin gerade ein bisschen gegen das Stativ gestoßen. Weil die Pflanze ist doch schon ganz schön massiv. Und obwohl da nicht mehr so viel Wasser drin ist, hat die auch schon einiges an Gewicht. Gott, die geht gar nicht mehr ganz auf die Kamera rauf. Ja, Leute, ich fange jetzt an zu entblättern und lasse euch einen Timelapse davon da. Was meint ihr? Also, bis gleich. So, Freunde der Sonne. Das Ganze ist immer noch eine absolut massive Pflanze, aber wenn wir mal von oben rauf gucken, ist schon zu sehen, dass ich einiges am Blattwerk rausgenommen habe. Ich werde jetzt die Pflanze wieder ins Zelt stellen und dann versuchen wir, den Tank mal mit der Pumpe aufzufüllen und schauen mal, ob das funktioniert.
1,4 Milliliter pro Liter Wasser. Wir haben 10 Liter, das heißt, ich mache da jetzt 14 Milliliter rein. So. So, Grow brauche ich 0,8 pro Milliliter, pro Liter, das heißt 8 Milliliter brauchen wir von dem Tripart Grow. Da nehmen wir mal 8 Milliliter von. So. Zack. Damit unsere Pflänzchen auch die richtige Nährlösung kriegen hier. Und nicht zu wenig Nährstoffe haben. Und jetzt kommt der Blütebooster. Da brauchen wir 2,4 pro Liter, also 24 Milliliter. Das ist alles relativ easy und kein Hexenwerk. Na? Zack. 10. (20) 24. So. Das lasse ich jetzt hier ein bisschen stehen und mache in der Zwischenzeit die Pumpe fertig. Wir sehen uns gleich wieder. Das ist unser Versuchsaufbau. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir einmal bei Obi gekauft. Da sind jetzt 10 Liter von meiner Nährlösung drin und eine Pumpe fürs Aquarium. Und hier hängt meine Steckdose. Diese Steckdose ist an die Grow Genius Steckdose von Spider-Pharma angeschlossen. Und mit dieser Grow Genius Steckdose kann ich die Stromzufuhr für diese Steckdose steuern. Und das zeige ich euch mal. Ich habe hier nämlich die Spider-Pharma App auf meinem Telefon. Und wir können hier mal in die Grow Genius reingehen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier verschiedene Geräte angeschlossen. Und meine Idee ist, dass wir hier diese Wasserpumpe nehmen und die Wasserpumpe dann hier im Modus reinversetzen, indem wir der Pumpe sagen, Pumpe 30 Sekunden pro Tag. Und das möchte ich jetzt mal ausprobieren eben. Stecker hier rein. Und in der Theorie müsste die Pumpe gleich losgehen, weil der Modus ist manuell. Und ich kann sehen, da fließt Wasser. Wir können auch mal hier reinfilmen. Wie ihr sehen könnt, kommt das Wasser. Super, genauso habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie lange er braucht, um den Eimer leer zu saugen. Im Moment läuft die Pumpe 30 Sekunden. Und ich würde sagen, da sind höchstens 2 Liter raus. Also ich melde mich gleich, wenn der Abpumpvorgang durch ist. Also bis gleich. Wir haben jetzt knapp 1 Minute Pumpzeit und die 10 Liter sind bis auf 2 soweit aus. Ich gehe jetzt hier nochmal rüber in meine Spider-Pharma App und schalte die Steckdose mal aus. So, jetzt läuft auch kein Wasser mehr. Können wir den Schlauch hier rausnehmen. Und das ist meine Idee, wie ich meine Urlaubszeit überbrücke und sicherstelle, dass meine Pflanze nicht austrocknet. Was meint ihr, Leute? Taugt das? Wie macht ihr das denn? Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, was ihr macht, wenn ihr in Urlaub geht. Habt ihr jemanden, der eure Pflanzen gießt? Da sind wir wieder in der Growbox. Wie ihr seht, habe ich ganz schön ausgedimmt. Und wir müssen jetzt auch ein paar von diesen Buds ein bisschen super croppen, damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann möchte ich euch das mal zeigen, wie man das macht. Und zwar sucht ihr euch hier einen schönen Zweig wie den hier. Die Pflanze muss schön im Saft stehen. Und dann massiert ihr den vorsichtig, vielleicht habt ihr gerade das Knacken gehört, massiert ihr den so vorsichtig, ganz weich. Und wenn ihr vorsichtig seid, dann bricht euch das Ding auch nicht ab, wie mir bei den ersten Malen. So, ja, so lassen wir das mal. Wir können mal eben hier runtergehen, da zeige ich euch, was denn da passiert, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Hier habe ich zum Beispiel gesupercroppt letzte Woche, als ihr nicht dabei wart. Und das ist so krass gewesen, dass ich das kleben musste mit Panzertape. Aber nach einer Woche ist die Pflanze wieder komplett verheilt. Und das ist halt eine Technik, die ich ganz gerne anwende, wenn ich
sicherstellen möchte, dass die Pflanze noch ins Zelt passt. Und hier ist das halt auch sehr kritisch. Okay, den kriege ich nicht so auf die Schnelle ab. Aber ich glaube, hier hinten haben wir auch noch einen. Da kann ich euch das auch mal zeigen. Den habe ich halt auch richtig hart rangenommen. Und hat soweit ganz gut verheilt. Ja, und genau das gleiche machen wir jetzt hier oben. Ihr habt schon gesehen, den ersten habe ich schon mal ein bisschen weich massiert. Ja, das lasse ich jetzt erstmal so. Können wir hier die Blätter nochmal abmachen. Oder das hier und das hier und das hier. Ja, und das mache ich jetzt bei ein paar weiteren Zweigen und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier mal wieder ein paar zweigige Super Cropped. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Platz zur Lampe. Und ich fasse das jetzt die nächsten Tage bis nach meinem Urlaub, also die nächsten 10 Tage nicht mehr an. Und wir sehen uns nach dem Urlaub wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, droppt die gerne in die Kommentare. Über ein Like und ein Abo freuen wir uns immer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis dahin, euer Bubertsbrudi.